Gutes Timing, es geht nämlich genau jetzt los. Herzlich willkommen beim nächsten ITemis Podium. Heute geht es um KI im Praxisalltag, Dr. Smartphone übernimmt und was das heißt, wissen unsere Gäste am besten. Zuerst mal darf ich begrüßen Annette Rennert. Du bist Allgemeinmedizinerin. Was heißt denn das für dich? Wo sitzt du und wie sieht so dein Alltag aus? Warum bist du heute hier vor allem? Ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin und Hausärztin in Dortmund. Und wir betreuen an 2 Praxen in Dortmund relativ viele Patienten. Und in dem Zusammenhang brauchen wir über die Digitalisierung sehr viel einfach Hilfestellung. Und ich glaube, deshalb bin ich hier, um darüber so ein bisschen zu berichten. Schauen wir mal, was ihr schon macht und was noch geht. Herzlich willkommen außerdem Richard Koch. Du bist Facharzt für Dermatologie und Allergologe. Da gibt es ja auch viele spannende Themen. Was davon hast du uns mitgebracht? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Du hast gerade schon gesagt, Tobi, ich bin Hautarzt und Gründer und Inhaber der Privatpraxis Haut und Haar in Dortmund-Mitte. Wir sind eine große Privatpraxis für Dermatologie, für Allergologie, Haarmedizin, Lasertherapie und Ästhetik. Und weil ich als Hautarzt natürlich jeden Tag zu tun habe mit digitaler Bildgebung im Rahmen von zum Beispiel Hautkrebsvorsorge und da auch bereits KI im Einsatz ist, hat man mich halt gefragt, ob ich heute vielleicht mitdiskutieren will zu diesem Thema. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Richard. Und zu guter Letzt Chris. Chris, du bist schon ein bekanntes Gesicht. Vielleicht magst du dich trotzdem noch mal ganz kurz vorstellen. Ja, klar, ja. Hi, ich bin Chris, ich bin der KI-Experte von ITemis. Heute glaube ich auch hier, weil ich einen medizinischen oder einen biomedizinischen Hintergrund habe und halt mir gerne Paper durchlese und mir die ganzen Studien gerne auseinandernehme und gucke, was so der Stand der Dinge ist, was da geht und was auch nicht geht. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Dankeschön, danke für die Einladung. Die erste Frage geht aber erstmal an euch beide. Wenn ihr so morgens in die Praxis kommt, der erste Griff geht die zur KI. Ist das schon so ein Ding oder wo stehen wir da momentan? Der erste Griff natürlich nicht. Aber tatsächlich bei uns in unserer Praxis begleitet uns das auf relativ vielen unterschiedlichen Ebenen. Und also wir haben schon relativ viel Kontakt zur KI, ja. Hast du mal Beispiele? Also für die Patienten am offensichtlichsten ist unser Telefonassistent. Das ist eine Telefon-KI, die die Telefonanrufe annimmt und schon mal vorsortiert, damit unser Personal dann überhaupt irgendwie dem Anrufgeschehen Herr wird. Und die zweite große Sache, die jetzt eher dann die Ärzte betrifft, ist zum Beispiel so eine Ambient Scribe-KI, die Arzt-Patienten-Gespräche aufnimmt. Das sind jetzt so die größten, also wir haben noch ganz viele andere kleinere Lösungen, aber das sind so die größten Lösungen, die auch uns am meisten tatsächlich unterstützen aktuell. Spannend. Ich glaube, wir kommen noch tiefer ins Detail. Erstmal bei dir, Richard. Wie sieht dein Alltag aus? Ja, ich habe das ja gerade ein bisschen schon gespoilert, Mhm. ne? Also, dass wir KI schon sehr lange einsetzen, also auch schon inzwischen seit vielen Jahren. Wir haben da also relativ früh schon mit begonnen. Wir wollen ja immer ganz innovativ sein und da immer den Finger eng am Puls der Zeit und der Technik und hatten auch schon KI-Systeme zur Muttermalbefundung, zur Erprobung, sage ich jetzt mal, in einer Phase, wo das ehrlicherweise noch nicht so richtig zuverlässig funktioniert hat. Und die haben wir dann auch mit Dank immer zurückgeschickt über Jahre. Also da haben wir aber auch wirklich früh mit begonnen. Und inzwischen, das hat sich also dramatisch verbessert, inzwischen haben wir da wirklich sehr zuverlässige Systeme, die eben ein super Add-on sind bei der digitalen Befundung von Muttermalen beispielsweise. Ne? Wir machen das natürlich nicht analog mit einer Taschenlampe und einer Lupe, sondern wir machen das natürlich ausschließlich digital videomikroskopisch. Das heißt, wir stellen digitale Bilder her von Hautveränderungen. Und am Ende sind das ja immer Einsen und Nullen. Ne? Das ist ja so ähnlich wie in der Radiologie. Und wenig überraschend ist KI in dem Bereich der digitalen Bildgebung natürlich dann besonders gut oder besonders etabliert jetzt schon in der Medizin. Und da nutzen wir das jeden Tag. Ne? Und das ist wirklich sehr nützlich und eine super Ergänzung zur täglichen Befundung. Ich gehe gleich mal mit meiner Lieblingsprovokationsfrage rein. Wie lange braucht man euch denn noch? Also es gibt ja schon Apps. Ja. Na, es gibt ja schon Apps, kannst du irgendwie für 3,99 im App Store kaufen. Da wird der LiDAR-Sensor verwendet. Da hast du eine richtig gute Kamera im Handy. KI läuft im Hintergrund mit. Was soll ich denn dann noch mit einem Hautarzt? Ja, die Frage ist ja nicht ganz unberechtigt. Also zumindest wenn ich Radiologe wäre, dann würde ich mir langsam Gedanken machen, ne? Weil die haben ja fast ausschließlich dann das Thema, dass sie eben digitale Bilddateien irgendwie interpretieren sollen, ne? Und im Zweifel kann das dann vielleicht tatsächlich die KI irgendwann auch besser.
Aber ich mache ja nicht nur Hautkrebsvorsorge, ich mache noch ein paar andere Dinge und da bin ich guter Dinge, dass ich so ganz schnell nicht arbeitslos werde. Aber klar, ne, also irgendwann wird vielleicht der Punkt kommen, wo man das dann tatsächlich autark, standalone der künstlichen Intelligenz überträgt. Aktuell täte ich mich dann noch ein bisschen schwer damit, muss ich gestehen, denn die Haftung nimmt mir da auch niemand ab. Ne? Am Ende des Tages, wenn ich als Facharzt sage, och, die Muttermale gucke ich mir gar nicht mehr persönlich an, da habe ich doch ein super System, das macht das für mich. Das System haftet aber nicht, ja? Wenn dann vielleicht doch mal ein schwarzer Hautkrebs durchflutscht und deshalb Stand jetzt würde ich das Standalone dann vielleicht noch nicht betreiben. Aber wie gesagt, als Ergänzung ist es Gold wert. Und mal aus der anderen Perspektive, wo würdet ihr gerne Arbeit loswerden, an KI einfach abgeben, sagen, hier will ich mich gar nicht drum kümmern? Und was steht euch da momentan noch so im Weg? Also ich würde gerne noch dazu noch Ja, mal ganz kurz klar. was sagen. Dieser Human in the Loop, so nennen wir das, also ganz viele neue Buzzwords betreffend der KI, aber dass einfach ein Mensch immer noch in diesem System drin ist und dass man diese KI als Unterstützung nimmt und nicht nur als zusätzliches Tool. Ne? Deswegen heißt es ja auch Tool. Ich glaube, das wird uns wirklich eigentlich für immer begleiten, hoffe Ja, ich, klar. ne? Weil die Technik kann aktuell das nicht. Ne? Das ist ja auch Elon Musk, scheitert da auch immer noch dran, auch wenn er es nicht zugibt. Aber dieses Human in the Loop ist was ganz, ganz Wichtiges. Und gerade in der Medizin, wo wir ja wirklich auch wichtige Entscheidungen fällen, genau wie du sagst, ne? Dass man einfach nochmal guckt und weiß, ja oder nein, aber eben mit Unterstützung. Ne? Genau, das finde ich wichtig, dass man das immer nochmal sagt. Und Ja, dass klar. man, Da geht es ja dann am Ende um die Wurst, ne? Ob ja. du sagst, Hautkrebs ja oder nein. Ne? Und, also da ist eine menschliche Kontrolle sicher nichts Schlechtes. Stand jetzt, ne? Stand jetzt, ich bin total gespannt. Chris, ich spüre so, dass du da den Ja. Wunsch Nur eine Frage der Zeit. Nee, also ich habe natürlich auch versucht, mich bei dem Termin ein bisschen vorzubereiten und auch generell interessiert mich das Thema natürlich brandheiß. Und bin halt über Studien tatsächlich gestolpert mal. Und da muss man ganz vorsichtig sagen, über den Studien, da muss man immer sehr kritisch sein, weil teilweise sind die Test-Setup nicht so gut. Und hatte jetzt auch heute eine Studie noch gelesen, wo dann irgendwie bei den KIs nicht Thinking Mode aktiviert wurde, was natürlich dann ja tragisch irgendwie ist und halt die Performance minimiert. Gerade zu diesem Punkt von wegen, es muss quasi immer noch ein Mensch im Loop sein, gab es aber eine ganz spannende Studie, wo gezeigt wurde, in der Diagnostik vor allem bei schwerwiegenden Fällen, dass da es so ist, dass Ärzte alleine natürlich ne, also Durchschnittsperformance halt hatten, Ärzte mit KI besser tatsächlich waren. Ne? Interessanterweise KI ohne Ärzte aber noch besseres Ergebnis hatte, weil die Ärzte teilweise die Diagnosen der KI halt hinterfragt hatten, die aber eigentlich richtig waren. Und dann vielleicht auch so ein bisschen Ego natürlich noch mit eingespielt hat, weiß man jetzt natürlich nicht, aber da bin ich halt ganz spannend, so was ihr dazu denkt, so wie sich das so entwickelt und ob man irgendwann den Punkt kommt, wo man sagt, es wäre eigentlich fahrlässig, quasi nicht die KI diagnostizieren zu lassen und nicht darauf zu vertrauen, dass das richtig sein könnte zumindest. Dazu gibt es ja in Amerika zum Beispiel so Themen, dass Juristen da, wenn die KI nicht benutzen, anders abrechnen dürfen, also schlechter abrechnen dürfen, weil sie sich nicht die Unterstützung holen. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Ich muss hier reinreden. Ne? Ein ganz großes, wichtiges Thema, weil wir uns ja, wenn wir uns nur darauf verlassen zum Beispiel, deswegen finde ich diese Studien im Verlauf total spannend, ja quasi andere Entscheidungen treffen, auch was die KI uns sagt. Ja? Also ein Prompting ist super wichtig aktuell noch. Ich glaube auch, dass sich das in ein paar Jahren abschalten wird, wenn die KIs sich selber, also oder den Fehler des menschlichen schlechten Prompts ausgleichen können, ne, dass sich das dann verbessert, weil dann gibt es auch wieder schlechtere Ergebnisse tatsächlich. Und ich glaube aber auch, dass wir halt auch auf Stand bleiben müssen. Weil wenn man sich jetzt einfach immer nur, also sagen wir mal, so ein junger Assistenzarzt hat jetzt noch nie ohne KI gearbeitet, sondern immer nur mit KI, dann hat der natürlich ein anderes Standing als wir, die wir uns früher halt die Sachen angucken mussten oder wo man einfach Dinge nachgucken mussten, wo man ja anders lernt. Ne? Also diese ganzen Dinge beeinflussen ja das Endergebnis maximal. Und das finde ich super spannend, wie wir uns da aufstellen. Ja, Große auch wie man Challenge. sich vielleicht entwickelt. Also die Studien sind natürlich ein
eine Momentaufnahme von aktuell, also wie sich Ärzte dann verhalten mit den KIs zusammen, kann natürlich in Zukunft wirklich kollaborativer sein, dass man dann eher wie so einen Kollegen ansieht und dann Mhm. Ja. auch der Meinung mal mehr Vertrauen schenken, dass es einfach nur ein Ja. Artefakt der aktuellen Zeit ist. Genau, aber da müssen wir halt hinkommen, ne? Und das ist gerade was sich ja überschlägt. Ja? Also diese KI-Entwicklung hat sich ja überschlagen. Mhm. Vor ein paar, ich weiß nicht, 2 Jahren konnte ChatGPT noch nicht rechnen. Ja? Das ist immer wieder, finde ich, total witzig. Und jetzt schlägt es, glaube ich, die Mathe-Weltmeister. Und dann ist aber auch, wie gehen wir mit KI um? Wie vertraue ich der KI? Wie weiß ich, wie die funktioniert? All diese Dinge, das ist ja jetzt quasi, das jetzt nachzuholen in so kurzer Zeit, das wird eine Herausforderung. Ne? Ja, und theoretisch kommt man halt schnell an den Punkt, wo die Systeme so gut sind, dass sie theoretisch die Aufgaben erledigen könnten. Aber wir haben absolut nicht das Vertrauen, weil wir keine Langzeitstudien Genau, machen können. ja. Du musst ja über 2 Jahre hinweg vielleicht Ja. Patienten irgendwie je nach Krankheitsbild begleiten. Und das kannst du ja nicht machen, wenn sich die Modelle alle halbe Jahre quasi eine Performance verdoppeln oder Ja, so. Also definitiv. wirklich Also spannend. vielleicht auch nicht nur eine Frage des Vertrauens des Arztes in die KI, sondern möglicherweise auch in dem Bereich ganz gravierend die Frage, wie weit vertraut denn der Patient vielleicht auf die KI oder wie weit will er das überhaupt? Ja, dass er da quasi von einer KI befundet wird oder betreut wird. Ne? Oder dass dann zum Beispiel, das ist ja dann der nächste Step, Robotik dann auch in der Therapie eingesetzt wird. Ne? Wie sehr gefällt das dem eigentlich dem Patienten, dass ein Roboter ihn operiert und nicht vielleicht ein erfahrener Chirurg? Ne? Das ist ja dann die zweite Seite, ne? Dass nicht nur der Arzt das Vertrauen in die KI haben muss, sondern der Patient ja auch. Ne? Um den Ja. geht es ja letztlich. Und was man auch immer noch wieder mit bedenken muss, KI als Wissensdatenbank, ja, aber eine KI hat keine Emotionen, eine KI hat kein Gewissen, ja, und das auch noch mit reinzudenken, ist, glaube ich, auch sehr wichtig, weil wenn man mit der KI redet, wirkt es so, als hätte sie Emotionen und es wirkt auch so, als wenn sie empathisch wäre, aber sie kann es gar nicht sein, weil es eigentlich ja nur ein Rechenmodell ist, ne? Und ich glaube, da muss man auch mit umgehen können, ne? Weil da gibt es auch Studien tatsächlich zu, dass KIs natürlich sehr überzeugt sind von dem, was sie sagen, weil sie ja Recht haben, weil sie ja auf Daten beruhen. Die präsentieren aber auch falsche Daten sehr optimistisch und sehr Überzeugend halt auch. Ja, Ne? ne? Und das dann rauszufiltern, das ist, glaube ich, die Challenge. Ne? Ja, das ist ja überhaupt das Entscheidende. Ne? Also wie Mhm. kompetent ist denn die KI? Ne? Was sind denn die Quellen der Weisheit der KI? Ne? Das ist ja die alles entscheidende Frage. Ne? Also wenn jetzt die KI ihre Skills, ihre Kompetenz aus sozusagen inkompetenten Quellen schöpft, ja, dann ist sie natürlich wenig verlässlich. Aber wenn jetzt eine KI dann vielleicht doch sozusagen Medizin studiert hat, ne? So wo ich immer meinen Patienten sage, Dr. Google hat eben nicht Medizin studiert, aber in dem Fall hätte sie es vielleicht doch mal die KI, dann erst wird es ja wirklich verlässlich, ne? Wenn eben tatsächlich dann nicht irgendwie halluziniert wird, sondern wenn eben wirklich verlässliche wissenschaftliche Daten die Basis des Wissens sind. Ne? Oder vielleicht auch wirklich kontinuierlich lernt, wenn sie halt dann in Patienten begleitend irgendwie dabei ist bei den Therapien und dann halt über die Zeit wirklich sich verbessern kann, basierend auf, war die Diagnose jetzt richtig oder nicht, wie hat sich das über die lange Zeit verhalten, dann kommt man auch irgendwann an den Punkt. Ich würde aber gerne noch mal fragen, oder Ganz viele Themen angerissen, Ja, wo wir total. tief einsteigen wollen. Mach erst mal deine Frage. Du meinst ja eben, fand ich ja total spannend, so dass die Patienten ja auch das Vertrauen irgendwie der Ja, klar. KI gegenüberbringen müssen. Und da würde mich jetzt einmal brennend interessieren, weil ich das aus dem Freundes- und Familienkreis natürlich schon mal gehört habe. Wie viele Patienten kommen denn so zu euch und haben halt irgendwie schon mal so eine Vordiagnose oder also eine vermeintliche Vordiagnose halt zumindest von ChatGPT und Co. halt irgendwie bekommen? Finde ich total lustig. Das war genau meine Frage. Ja, sehr gut. Mit dem Punkt, ich hätte tatsächlich erwartet, dass Patienten vielleicht noch früher, weil weniger bewusst einfach einer KI vertrauen. Mhm. Die kriegen ja sehr, wie du gerade sagst, sehr plausibel Informationen irgendwie strukturiert und vermittelt und sagen dann ja, liest sich plausibel, also ist es wohl das. Deshalb hätte ich gedacht, dass Patienten da einen leichteren Zugang zu dem Vertrauen haben, auch wenn es vielleicht noch nicht so gerechtfertigt ist. Wie kommt das bei euch an? Also natürlich kommt das jeden Tag vor, ne? Das ist klar, aber hat ja einen langen Anlauf genommen, ja. Also sozusagen diese Geschichte, dass dann vorher schon mal gegoogelt wird, ne? Das gibt es ja schon, ich weiß gar nicht, schon Ewigkeiten und daher kommt ja dann immer mein bewährter Spruch, Dr. Google hat nicht Medizin studiert, ne? Wenn der Patient mir schon die Diagnose mitbringt in die Sprechstunde. Und inzwischen ist halt eben auch ganz oft so, dass dann die Patienten schon sagen, ja, ChatGPT behauptet, das ist das und das, ne? Aber es wird ja eben auch genauso formuliert, ja, sodass ja schon so ein bisschen man durchhört, ja, so richtig trauen sie dem Braten dann auch nicht. Und andersrum, sie wären ja dann auch gar nicht da, ne? Sie würden ja gar nicht in die Sprechstunde kommen, wenn sie sich eben tatsächlich komplett auf ChatGPT verlassen würden, ne? Also das heißt,
das wird dann meist auch genauso formuliert, ja, so ein bisschen defensiv, ja, ChatGPT behauptet, das könnte vielleicht das und das, ne? Und dann ist es natürlich relativ oft so, dermals ja viel auch Blickdiagnostik, ne, dass das dann eben dann doch ein bisschen anders ist, ne? Und das kriegt man dann auch schnell auseinandergepflückt und deshalb finde ich das völlig unproblematisch, wenn der Patient sich da schon mal so ein bisschen vororientiert hat. Und wenn es in die richtige Richtung geht, ist kein Problem und wenn es vielleicht irgendwie die falsche Richtung ging, ist es auch kein Problem. Dann kann man ja im Arzt-Patienten-Gespräch das schnell korrigieren, ne? So Pi mal Daumen, wie oft liegt ChatGPT richtig oder die KI oder wie oft liegt Ja, es voll daneben? also weil jetzt Dermatologie tatsächlich sehr geprägt ist eben von der sogenannten Blickdiagnostik, ne, wo du dann einfach so die klinische Erfahrung brauchst. Ja, der Hautarzt, der muss ja dann, wenn er es lange genug macht, ja, nicht weil er so super schlau ist, sondern weil er einfach so viele Hautveränderungen dann über die Jahre gesehen hat, der muss ja dann manchmal wirklich nur einen kurzen Blick drauf werfen und weiß die Diagnose. Und deshalb ist das bei, ich sag mal, so einer niedrigschwellig für jedermann zugänglichen KI dann häufig doch so, dass die sich ganz schön verfranst, ne? Weil vieles sieht ihm sehr ähnlich aus, ne? Und dann kommen da die wildesten Sachen da rum. Aber wie gesagt, ich finde das völlig unkritisch und das kann man ja relativ rasch dann auch wieder auseinanderpflücken. Aber ich würde mal sagen, die diagnostische Schärfe, und da sind wir wieder beim Thema dieser, ich nenne sie jetzt mal allerwelt KIs, ne, die eben sozusagen für jedermann zugänglich sind, die ist halt eher bescheiden, ne? Aber es ist auch nicht so überraschend, weil die Quellen sind ja eben auch sehr undifferenziert teilweise. Und deshalb wundere ich mich nicht, ne, dass jetzt aktuell ChatGPT nicht messerscharfe dermatologische Diagnostik kann, ne? Dafür würde es dann eben ganz andere Datenbanken brauchen, damit das eben gut klappt. Und das klappt ja auch, aber das sind dann eben andere KIs und nicht ChatGPT. Ich würde sogar sagen, ich finde es richtig gut, wenn Patienten sich vorbereiten. Ich bin Fan davon, dass wir unsere Gesellschaft so aufstellen, dass diese Gesundheitskompetenz einfach erhöht wird, dass man einfach weiß, was ist mit mir. Und wenn Patienten quasi sich vorher Gedanken gemacht haben darüber, was könnte ich denn haben und wie, ne, und dann Human in a Loop zu mir kommen und schon irgendwie eine Idee haben dazu, finde ich das super. Ne, man muss das natürlich in einen Kontext setzen, das ist richtig. Und ob dann ChatGPT der richtige Ansprechpartner ist, ist auch die Frage. Allerdings gibt es aktuell keine guten Lösungen, ne? Ich hätte gerne eine gute Lösung für Patienten, wo die wissen, okay, ich greife auf ein validiertes, evidenzbasiertes Wissen zurück. Sowas gibt es für Mediziner an wenigen Punkten auch. Da können wir vielleicht gleich auch noch mal kurz drüber sprechen. Aber prinzipiell finde ich das wirklich richtig gut. Ja, und ich hatte tatsächlich in meiner Praxis schon 1, 2, 3 sehr erstaunliche Diagnosen, die ich definitiv nicht gestellt hätte ohne KI. Und Gib ein Beispiel, was so richtig abgefahren richtig ist. wild. Ich habe wirklich ein richtig verrücktes Beispiel. Und zwar Hantavirus. Und zwar war das, bevor Hantavirus in der Tagesschau war, weil es auf der AIDA oder auf irgendeinem Schiff war. Und zwar, ich mache das mal kurz, eigentlich ein Patient, den wir gar nicht kennen, junger Mann, war mit seiner Freundin in der Eifel wandern und wollte so eine Liebesnacht irgendwie im Wald mit der verbringen. Und die hatten sich das romantisch vorgestellt, weil der Kumpel hat gesagt, ich habe da so eine Hütte, da könnt ihr schlafen. Die kommen in der Hütte an und die Hütte war einfach keine Hütte, sondern ein Mäuseklo. Und das war wohl wirklich sehr ekelhaft. Aber sie kamen da nicht weg, also sie mussten jetzt da schlafen. Die haben sich mega gezofft. Er hat dann da geputzt, sie stand draußen und hat gewartet und dann haben die da geschlafen und eine Woche später hatte der Fieber. Und dann hat er bei uns angerufen und wollte eigentlich, wir machen eine Telefon-AU und hat dann aber so nebenbei erwähnt, ja, meine Freundin hat gesagt, ich soll noch mal fragen, weil ChatGPT hat gesagt, ich könnte vielleicht Hantavirus haben. Und dann waren wir so, ja, genau, ne, so Hantavirus, ChatGPT hat das gesagt, ne? Und dann haben wir darüber geredet, dann habe ich im Labor angerufen und habe gesagt, ja, die waren in der Eifel. Und er so, nee, in der Eifel gibt es kein Hantavirus. Dann hatte der aber 3 Tage so krasses Fieber, dass ich gesagt habe zum Assistenten, ach, geh da mal hin, ne, mach da mal einen Abstrich, wir schicken das jetzt einfach mal weg. Und was hatte der? Der Typ hatte Hantavirus. Und wie ist ChatGPT auf Hantavirus gekommen? Der hat nicht gefragt, was habe ich? Und dann hat die ChatGPT gesagt, du hast Hantavirus. Der hat aber, als er in dieser Hütte war, gegoogelt, was macht man mit Mäusekot und wie kriegt man den gut weg? Und die Chats reden ja untereinander, also wenn man das aktiviert hat, ne, dann kennt er einen und dann kam das quasi über diese Schiene da rein. Das ist immer noch für mich wirklich eine krasse Erfahrung, weil ich dachte, niemals hätte ich gesagt, dass ein 28-Jähriger, der einfach ein bisschen Fieber hat, Hantavirus hat. Weil Ja. er in der Eifel war. Weil er in der Eifel war, wo es gar kein Hantavirus gibt.
Das ist echt, ja, ist verrückt, aber gut, auf dem Schiff gibt es eigentlich auch kein Hantavirus und eigentlich überträgt sich das auch nicht von Mensch zu Mensch. Also, ja, ganz viele verrückte Sachen, aber ja, da war ich echt beeindruckt. Und da wird man dann auch so ein bisschen humble, weil man denkt so: „Ja, ich muss mich hinterfragen und ich muss mir Hilfe holen, weil ich kann natürlich nicht alles wissen, ne? Ich bin kein Gott in Weiß und wenn jemand anders für mich im Hintergrund mitdenkt, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Hilfestellung, die ich immer gerne annehmen werde. Und da sieht man wieder, ne, die KI ist auch nur so schlau, wie sie eben schlau gemacht wird. Ne? Hätte die dich unwillkürlich mit der Info gefüttert, dass der Kontakt zu Mäusekacki bestand, hätte die KI das auch nicht gewusst. Ne? Also die braucht dann auch erstmal diesen Input, ne, und muss eben von uns erstmal beschult werden, damit sie ihre Weisheiten von sich geben kann. Ne? Aber da kann man fast noch argumentieren, da hat die KI einen Vorteil, weil zumindest die meisten Leute standardmäßig dieses System aktiviert lassen, dieses Memory-System, und die sprechen dann über ihr ganzes Leben vielleicht mit denen, quatschen sich aus, erzählen irgendwie, wo sie dann in der Eifel unterwegs waren oder wo auch immer, und dann haben die halt Zugriff auf die Informationen, wo die Patienten gar nicht denken würden, Ja. euch halt vielleicht zu erzählen, wo ihr auch gar nicht nachfragen würdet, weil wie kommt man da drauf? Ne? Eine lebenslange Anamnese. Ja. Also die Langzeitstudien, die man später machen kann, basierend auf den Patientendaten, die die KIs dann gesammelt haben, die wären spannend, Ja. glaube ich. Und das wird wild. Zum Thema lebenslange Anamnese finde ich total schön, weil das war so ein Ding, wo ich mir dachte, da kann man doch Ärzte auch entlasten. Also einer der Gründe für dieses Podium ist, Ärzte sind stark ausgelastet, Mhm. das Personal in euren Praxen ist stark ausgelastet. Es gibt immer mehr Patienten, die irgendwie menschlich behandelt werden wollen, aber sehr effizient behandelt werden wollen, sehr schnell Informationen möchten und müssen. Nicht alle müssen, aber die müssen wirklich. Ja. Du hattest auch gerade schon gesagt, es gibt Tools für Ärzte, die da helfen. Was ist für euch momentan der größte Schmerzpunkt, den ihr loswerden wollt? Hm, gibt viele Schmerzpunkte, aber tatsächlich, der größte ist, bei uns einfach die Dokumentation und einfach die ganze, ja, Verwaltung, ne? Das ist einfach ein großer, Part, wo die Patienten denken, ich habe Sprechstunde und wenn die vorbei ist, dann gehe ich nach Hause. Oh ja. Das mache ich Denkt das leider Personal nicht. auch manchmal. Ne? Sagen wir dann mal. Genau so: „Ach, Sie haben von 12 bis 3 Mittagspause?“ Mhm. Ja, Und genau, Nickerchen, ne? genau. Genau, und das sind ganz viele Punkte, wo, wir einerseits immer wieder angehalten sind, immer wieder neue, Dinge zu dokumentieren, zu verwalten, abzurechnen, damit es irgendwie funktioniert, und die Zeit aber einfach nicht da ist. Und früher haben wir zum Beispiel, also bevor wir dieses Ambient, Scribe genutzt haben, das ist die KI, die quasi zuhört und mir hinterher dann den Arztkontakt, zusammenfasst, haben wir es diktiert. Das ging auch schon schnell, aber natürlich musste ich trotzdem hinterher noch mal zusammenfassen und, ne? Und in dem Moment, wo ich das nicht mehr muss, wo ich quasi das, was ich mit dem Patienten gesprochen habe, schon im Hintergrund habe, aufgenommen habe und hinterher dann nach meinen Vorgaben so dokumentiert habe, wie ich das gerne möchte, habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich dann auch genau, was du gesagt hast, mich dem Patienten zuwenden kann. Ich sitze da nicht und tippe und gucke immer in den Computer, sondern ich kann ihn angucken, ne? Und mein ganzes, also die ganze Zuwendung und wie ich zuhöre, ist natürlich auf einmal ganz anders geworden, ne? Also das hilft uns schon wirklich sehr, muss ich sagen. Das ist echt, verrückt. Ist das sehr verbreitet in der Industrie oder ist das jetzt eher so was, erscheint mir sehr modern? Das ist neu tatsächlich, relativ neu. Das Problem bei diesen Modellen ist, dass wir uns in der Medizin befinden, ne? Wir sind nicht bei IKEA oder irgendwelchen, großen Firmen, die halt keine Gesundheitsdaten haben. Und in dem Moment, wo man mit Gesundheitsdaten spielt, sage ich mal, haben wir einfach eher, was einfach die Datensicherheit angeht, ganz große Hürden. Und, es gibt natürlich lokale Systeme, dann müsste man sich ein riesen Rechenzentrum dahin bauen, dass das überhaupt klappt. Und wir haben jetzt so seit Anfang des Jahres tatsächlich 2 große Firmen, die das machen, die wirklich in der Cloud, das so datensicher hinbekommen haben, dass wir das in Deutschland auch benutzen dürfen. In Neuseeland und Amerika übrigens schon seit 6, 7 Jahren. Ich glaube, die können das gar nicht mehr anders. Ich glaube, die würden einen auslachen, ne? Also, wir haben einen Kollegen, der kommt aus Neuseeland, und ist jetzt seit einem halben Jahr bei uns, der war so: „Was soll ich machen so? Auf gar keinen Fall.“ Ne? Also, ja, das ist einfach ein ganz anderes Arbeiten dann, ne? Total spannend auch die Perspektive. Wie rückständig ist das denn, dass ich mich hier mit so langweiligen Dingen beschäftigen muss, die schon automatisiert sind in anderen Ländern schon Mhm. lange? Ja, das, es gibt ja auch ein Gefühl von Sicherheit, ne? Wenn dann wirklich quasi 1:1 eine Transkription des Gesprächs irgendwie stattgefunden hat,
man kann sich ja nicht alles perfekt merken. Ich meine, ihr seid schon wirklich super, irgendwie, ne, von allem, was ich mal mitbekommen habe, aber da kann immer mal so ein Fehler irgendwie passieren, dass man was falsch verstanden hat oder der Patient irgendwie genuschelt hat. Und da allein zumindest noch mal so ein zweites Paar Ohren oder was zu haben, ist ja auch vielleicht mal ganz hilfreich, ne? Ja, und die Dokumentation ist tatsächlich viel ordentlicher, ne? Mhm. Also, die etwas älteren Kollegen bei uns, die haben sich angewöhnt, eigentlich immer nur, also wenn es 2 Stichworte waren, dann war das schon schön. Und die haben das natürlich im Kopf. Also, ich weiß auch ganz viel, was ich mit meinen Kollegen oder mit meinen Patienten gesprochen habe, weil man weiß, ja, das ist ja Frau Müller und die hat ja immer das und das, ja. Aber wenn man dann zum Beispiel den Arzt wechselt oder wenn der im Urlaub war und dann saß man da immer und dachte so: „Oh, was ist Der denn jetzt Kontext los", fehlt. ne? Genau, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Und dann sagt: „Ja, der Herr so und so, der weiß das alles. Ja, der ist aber jetzt gerade nicht da." Ne, und in dem Moment hat man einfach einen Riesenvorteil, ne? Also, dass man da ohne Aufwand einfach strukturiert da die Daten erheben kann, das ist schon sehr gut. Also, So einmal zu Richard. Ich habe gerade sehr starkes Nicken gesehen in der Dokumentation Dokumentation, und Verwaltung und so, ja klar. Ne, das sind ja genau die Zeitfresser, die alle Ärzte auch hassen natürlich. Ne? Und mhm. deshalb ist es klar, ne? Das sind natürlich dann Tools, die wirklich entlasten. Ne? Und so im organisatorischen Bereich natürlich auch. Ne? Also was ja ganz oft zum Beispiel passiert, dass Patienten schon im Vorfeld vielleicht zu einem Termin eine relativ spezifische Frage haben. Ja? Also was weiß ich, wir haben zum Beispiel bei mir in der Praxis super viele Laser, ne? Und dann surfen die vielleicht auf der Website, die Patienten, und sehen, ah klar, Laser und so interessant. Ne? Und dann kommt vielleicht beim Surfen irgendeine Frage auf. Ja, wie ist das denn mit meinem persönlichen Hauttyp? Ne? Kann ich das auch im Sommer lasern oder sowas? Ne? Und solche Fragen werden echt jeden Tag gestellt. Und dann ruft der Patient vielleicht in der Praxis an, dann klingelt natürlich wieder das Telefon, muss irgendeiner dran gehen, ne? Irgendeine MFA, die vielleicht gerade ohnehin schon jede Menge zu tun hat und kann dann vielleicht auch nicht immer jede Frage, die der Patient stellt, dann so super kompetent beantworten. Ne? Das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Ne? Und da wäre das natürlich dann schon echt ein Gamechanger, wenn dann quasi ein Telefonassistent annähernd fachärztliche Kompetenz vielleicht hätte, um solche Fragen dann eben wirklich auch kompetent beantworten zu können. Ne? Weil am Ende landet das jetzt natürlich, wenn die MFA es nicht beantworten kann oder die Auszubildende, wer auch immer ans Telefon geht, dann am Ende doch auf dem Tisch des Arztes und der darf dann eben nach der Sprechstunde die Patienten zurückrufen Mhm. und solche Fragen beantworten. Ne? Also sowas ist oder wäre dann natürlich echt ein Knotenlöser, wenn wir da eben dann auch noch mehr tatsächlich künstliche Intelligenz mit entsprechender medizinischer Kompetenz in die Arztpraxen reinbekämen. Also ich höre raus, ihr seid da noch nicht so weit, wie du gern wärst, aber Nein, es ist für dich auf jeden Fall attraktiv, weil es euch stark entlasten würde. ja klar, also sowas wäre natürlich eine Mega-Entlastung, ne? Oder eben ein Chatbot, der dann vielleicht schon online, quasi beim Surfen auf der Website dann solche Fragen auch schon abfängt, bevor dann der Patient zum Telefon greift und Mhm. die MFA belastet. Ne? Das wäre sozusagen die ganz bequeme Lösung. Ne? Das dann eben auch Fachfragen werden, aber natürlich bitte auch kompetent, ne? Das betone ich ja immer wieder, ne? Dann auch beantwortet werden von diesem Chatbot. Das nützt natürlich wenig, wenn der Chatbot genauso halbwissend ist wie ChatGPT aktuell. Ne? Dann ist dem Patienten wenig gedient und dann wird es dann wieder kunterbunt, ne? Sondern dann wäre es natürlich nur nützlich, wenn man sich auf die Aussage dieses Chatbots auch wirklich verlassen kann, auf die medizinischen Informationen, die er liefert. Ne? Ich muss gerade mal fragen, Regie, haben wir irgendwie einen Werbeclip von Itemis, den wir gerade zeigen können oder so? Nein? Okay. Schade, aber du kennst uns ja gut genug mittlerweile. Wenn ihr was braucht, sag Bescheid. Ja. Itemis baut sowas. Vielen Dank, vielen Dank. Und wo wir gerade schon am Werbeblock sind, auch an die Zuschauer einmal grundsätzlich die Info, ihr könnt gerne jederzeit Fragen stellen. Ja, nicht Werbeblock in der Hinsicht, sondern wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Gerne auch im Chat, auf LinkedIn oder auf welchem Kanal ihr auch immer dabei seid. Wenn es gerade direkt in den Diskussionsfluss passt, können wir das direkt einfließen lassen, sonst haben wir nachher noch Zeit, auf eure Fragen einzugehen. Das nur kurz am Rande. Und jetzt schauen wir mal zurück. Ich habe noch den Punkt mit der Verantwortung, du hattest das vorhin auch schon gesagt, Haftungsfrage. Hm. Wann haftet denn wer? Also es gibt ja auch, nehmen wir mal den schlimmsten Fall, den keiner von euch haben will. Potenzielle Patienten nutzen KI und kommen dann halt nicht zu euch, sondern glauben das einfach und handeln dann dementsprechend oder versuchen sich selbst zu therapieren und irgendwas Mieses passiert. Wer ist dann, wer haftet? Was passiert dann? ja gut, wenn der Patient das ohne unsere Anwesenheit oder die Nachfrage gemacht hat, haben wir damit ja erstmal nichts zu tun tatsächlich, ne? Also, können ja Die nicht KI-Anbieter ja auch nicht. Die schreiben einfach in ihre AGB übrigens,
alles, was wir sagen, stimmt Mhm. wahrscheinlich nicht, aber Ja, dumm gelaufen. gut, aber da finde ich, ist genau dieser Punkt der Gesundheitskompetenz und einfach zum Beispiel, dass wir wirklich irgendwie eine Plattform vielleicht in Zukunft schaffen können, wo Patienten validierte und sichere Fragen stellen können dann, ne? Aber genau das ist das Thema, das Mhm. anzubieten ist natürlich, dann ist man in dieser Haftung und dann weiß man jetzt nicht so genau, was man, also wie man das abbilden wollen würde, ne? Also da ist, glaube ich, Du hast schwierig. gesagt, für Mediziner gibt es das schon, aber das ist Mhm. noch nicht für die breite Öffentlichkeit verfügbar. Aber wenn die euch beraten, dann sind die ja auch nicht haftbar, weil ihr dann die Entscheidung trefft, oder? Ist ja geschickt von denen eigentlich. Mhm. Ja, aber das ist ja genau das, was schon gerade auch angesprochen worden ist. Also, wie beschaffe ich mir Informationen? Worauf kann ich mich verlassen? Ja, und wie habe ich mich denn früher informiert? Ne? Also, medizinisches Wissen, ich glaube, da gibt es so eine Zahl, alle 75 Tage verdoppelt sich das. Ja, wann haben wir Medizin studiert? Oh Gott, Ja, ich vor weiß 100 nicht. Jahren. Da irgendwie auf Stand zu bleiben, ist ja unmöglich. Also, während dieses ganzen Praxis-, Verwaltungs- und auch immer, ne? Also, man versucht das schon und, da gibt's, zum Beispiel, eine KI, die wurde, darf ich den Namen sagen oder? Moment. Bestimmt. Genau. Amboss heißt die. Die ist Mhm. damals von Studenten tatsächlich zum Lernen für die Staatsexamina gemacht worden, ne? Weil da hatten wir mal so Bücher und das war ja wirklich alles ganz wild. Man musste ja ganz viel kreuzen und ne? Und die haben das quasi digitalisiert und eine riesen Datenbank mit ganz vielen medizinischen Infos gemacht. Und das hat sich so weiterentwickelt, dass die mittlerweile ein Riesenteam haben mit ganz vielen Ärzten, die einfach die häufigsten Krankheiten auch mit Paper und allen so auf Stand halten. Und die haben jetzt seit ein paar Monaten quasi ein KI-Mode. Und mit dem kann ich reden, ja. Also dem kann ich Fragen stellen. Und ich weiß, dahinter ist eben nicht ein Large Language Modell wie ChatGPT oder Claude, sondern da ist wirklich, sind Datenbanken, da werden PubMed oder also wirklich validierte medizinische Daten abgefragt. Und darauf kann ich mich dann, und es wird auch zum Beispiel, das ist auch nochmal so ein Punkt, weil du vorhin sagtest, das Vertrauen in die KI. Ja? Das ist bei Ärzten nämlich auch eben nicht so gut aktuell. Und man will schon immer irgendwie wissen, wo kommt das denn jetzt her? Ne? Also hört sich Mhm. gut an, aber wo kommt das denn jetzt her? Und dann ist das quasi immer so gepromptet, dass er auch das Reasoning quasi der KI, die sagt, ich habe das entschieden, weil das und das ist so und du kannst es dir hier und dann kann man da draufklicken, durchlesen und angucken. Ne? Und damit kann man ja viel bessere Entscheidungen fällen, als wenn ich es jetzt einfach gar nicht nachgucke oder in irgendeinem Buch, was vielleicht 5 Jahre alt ist, weil ja auch die Daten, die da drin sind, gar nicht so neu sein können, weil bis das rausgekommen ist, ist es ja schon eigentlich wieder veraltet. Mhm. Und solche Dinge zu pflegen, ist, glaube ich, sehr aufwendig, aber das ist was, wo man sich als Arzt auf jeden Fall drauf verlassen kann. Und sowas bräuchte man für Patienten eigentlich, ne? Dann aufgearbeitet in ja, leichter Sprache, aber auch das könnten ja dann im Nachgang, also wenn man die richtigen Daten aus der validierten KI zieht und dann die Aufbereitung so ein ChatGPT machen lässt, ich glaube, dann wird's gut. Das heißt, das, was da rauskommt, ist dann wirklich schon immer noch Arztjargon, dass man irgendwie mit den Fachbegriffen Ja. umgehen können muss. Und Genau. Ja, das, was da rauskommt, ist das natürlich so wie früher. Du konntest dir das an 15 Stellen nachgucken, weil du ja eine Frage gestellt hast, zum Beispiel: „Welche Medikamente darf ich bei welcher Erkrankung in der Schwangerschaft geben?“ oder. Dann hättest du ja bei Schwangerschaft gucken müssen, dann hättest du bei der Erkrankung gucken müssen und das alles zusammen. Und so macht die KI einmal prupp und gibt's dir quasi als fertigen Kuchen. und das gibt es noch nicht für Patienten. Patienten. Mhm. Könntet ihr ja anbieten. Machen wir noch 'n Haftungsprobleme. Bei dem Thema Haftung finde ich schon, dass die aktuellen Anbieter das eigentlich ganz gut machen, also zumindest von der persönlichen Erfahrung, auch von dem, was ich gehört habe, ist ja schon so, wenn man da eine Anfrage stellt und es könnte etwas sein, ne, wo es nicht wahrscheinlich ist, aber wo man trotzdem prüfen sollte, sagen die eigentlich immer: „Bitte geh zu deinem Arzt.“ Fragen Sie einen Arzt Fragen Sie oder den Arzt oder Apotheker. Apotheker, genau. Ja, Also, man die wird da sind eigentlich schon schön. immer hingeleitet, aktuell nicht zu sagen, das ist kein medizinischer Rat. Genauso beim juristischen Rat wird man ja auch dann immer verwiesen. Ich Mhm. bin kein Jurist, ich sage es nur. Mhm. Ich glaube, die machen das aktuell, zumindest die großen Anbieter, die es da gibt, machen das schon ganz gut und verweisen an die Patienten. Natürlich, ob die dann sagen: „Nee, ich vertraue da eh drauf und ich möchte mir irgendwie die Zeit und Kosten sparen“, das ist natürlich Mhm. die andere Kehrseite der Patienten irgendwie, aber ja. Noch zu den allgemeinen Modellen. Du hattest kürzlich mal auf LinkedIn geschrieben, was ja eigentlich dazu das Gegenstück ist, nicht
Patienten haben keinen Zugriff auf gute KI, sondern andersrum, Ärzte haben Zugriff auf nicht spezialisierte KI und das sehr niedrigschwellig. Ich glaube, du hast das Schatten-KI genannt. Mhm. Also so Patient kommt rein, beschreibt seine Probleme und der Arzt tipselt das erstmal in ChatGPT und fragt ihn, was da los? Mhm. Was für Erfahrungen habt ihr da? Kennt ihr das von euren Kollegen oder auch von euch selbst? Weit entfernten Kollegen natürlich. Ja, Weil, ich oder habe da mal habt ihr jemanden mal was, getroffen und gehört, habt ihr dass mal was der. gehört? Uiuiuiui. Ganz ehrlich zu sagen, eigentlich nein. Ne? Also wirklich wahrheitsgemäß nein. Also weder, dass ich jetzt persönlich, würde so erzählen, wenn es anders wäre, da irgendeinen frei verfügbaren KI-Bot befragen würde und ich wüsste jetzt auch nicht von irgendwelchen befreundeten Ärzten, dass das tatsächlich praktiziert wird. Ich glaube auch, das hat wiederum damit zu tun, dass eben die Ärzte dann vielleicht auch eben nicht so dieses Vertrauen in die Quellen haben. Ne? Weil das ist ja genau das, was du gerade sagtest. Wenn du jetzt eine KI hast, die wirklich super verlässliche wissenschaftliche Quellen nutzt, ne? Das ist ja nichts anderes, ist ja auch medizinische oder menschliche Wissenschaft im Allgemeinen, ne? Dass du dann immer, wenn du jetzt 'ne Studie publizierst, dann musst du ja auch immer deine Quellen angeben, ne? Das ist ja in jeder Publikation ist das ja der normale wissenschaftliche Standard. Und die Qualität einer Studie, die wird ja auch zum Beispiel unter anderem eben daran bewertet und so. Also, das machen ja Menschen oder menschlicher Wissenserwerb funktioniert ja auch genauso, ne? Dass du dann quasi sagst: „Oh, ich habe was Schlaues, ja, ich bin ganz schlau, ich weiß dies und jenes und ich weiß es eben da und daher", ne? Oder das musst du dann eben belegen, ja, was da eben deine Quellen sind. Und, wenn es dann eben solche Systeme, also, sagen wir mal, auf breiter Front, das ist ja jetzt noch nicht überall in jeder Arztpraxis im Einsatz, aber wenn es dann eben solche, Systeme gibt, die dann auch den nötigen Trust haben, ja, wo der Arzt dann auch wirklich weiß, alles klar, das ist jetzt hat irgendwie, was weiß ich, Zugriff auf PubMed oder weiß der Kuckuck, aber eben nicht auf irgendwelche Laienforen, wo irgendein Quatsch erzählt wird, ja, wo dann eben nur sozusagen Desinformationen die Quelle sind, dann würde es wahrscheinlich viel breiter genutzt werden. Ne? Aber jetzt sagen wir mal, diese niedrigschwellige Allerwelts-KI, da wäre mir jetzt ehrlicherweise nicht bekannt, dass Ärzte da jetzt zu tendieren, das im großen Stil oder auch nur sporadisch zu nutzen. Also ich könnte das jedenfalls nicht berichten. Muss ich dir widersprechen, leider. Bei euch ist das Das im Einsatz? ist, Ja? glaube ich, die Bubble tatsächlich auch so ein bisschen, weil wir natürlich sehr viele Ärzte haben und auch aus den Systemen raus sind, wo das vielleicht noch viel mehr genutzt wird. Es gibt eine Umfrage aktuell von vor 2 Monaten. 60% aller Ärzte nutzen Schatten-KI einfach als Zugang und das fand ich schon richtig verrückt, muss ich sagen. Und natürlich ist das nicht so, wie du das gerade beschrieben hast, vor dem Patienten, sondern das ist ganz viel für administrative Dinge. Und also das habe ich auch bei LinkedIn geschrieben, ich verteufel das überhaupt nicht. Ich möchte da eigentlich lieber gerne mit allen drüber reden, weil ich verstehe, warum man das macht und weil das auch Menschen, also weil es was Menschliches ist, weil es einfach auch an vielen Stellen helfen kann. Und es macht es auch an vielen Stellen sogar ganz gut. Ne? Jetzt mal so ein Beispiel zum Beispiel, wo es ganz oft genutzt wird, ist in Krankenhäusern. Die Assistenzärzte in Krankenhäusern haben eigentlich gar keinen Zugang zu Digitalisierung. Die sind da ja, oder die meisten Krankenhäuser sind sehr hinterher. Das heißt, die sitzen da stundenlang und schreiben irgendwelche Arztbriefe. Und ich meine, die haben alle ChatGPT und Claude auf ihren Handys, weil man das privat nutzt. Ja? Und so ein Telefon, man kann fotografieren, man kann bei Apple zum Beispiel ja einfach den Text dann aus dem Foto kopieren und schmeißt das in sein ChatGPT rein, machst du das mit 5 Befunden von dem Patienten und sagst, der Patient hat diese Diagnose, 3 Prompts und du hast einen Brief geschrieben, den du sonst halt in einer Viertelstunde oder 20 Minuten gemacht hast und das machst du einmal, dann erzählt er das seinem Kollegen und dann ist das so ein Schneeballsystem. Und die haben, also das ist nicht so, dass die dabei nicht ein schlechtes Gefühl haben. Also das machen die ja auch nicht, weil, ne, das ist schon, also wenn man gefragt hat, nutzen Sie Schatten-KI oder nicht und dann noch gefragt hat, und finden Sie das gut, dass Sie das machen, dann war immer so, nee, eigentlich nicht, aber was soll ich sonst tun? Ne? Ich schaffe meine Arbeit sonst einfach nicht. Genau, und das ist, finde ich, der Punkt. Wir müssen einfach diese Möglichkeiten anbieten auf einer Ebene, auf der sie sicher ist, auf der man sie gut nutzen kann und auf der wir einfach Gesundheitsdaten schützen. Und solange es die nicht gibt und solange die nicht niederschwellig nutzbar sind und die anderen Lösungen einfach viel einfacher sind, dann ist das menschlich, dass man das benutzt. Ja. Und da bin ich auch wirklich dafür, dass die Industrie da unterstützt und dass wirklich irgendwie diese Hilfestellung gibt. Es gibt
schon einige mittlerweile, aber es ist immer noch sehr wenig und das ist natürlich auch sehr aufwendig, sich dann damit zu beschäftigen, weil es ist dann auch immer noch, wie implementiere ich das in der Praxis, wie passt das dann in meinen Workflow, weil der Rest ist einfach auf dem Handy, ne? Ist ja hier Dr. Smartphone ist halt auch, ne? Es ist einfach auf dem Telefon und das geht zack, zack. Und jeder Prozess, der dann dadurch, dass er sicherer ist, viel schwerer ist. Ja, ich weiß gar nicht, da gibt es, glaube ich, auch Studien zu, wie viel Klicks es so ist und dann ist die Schwelle vorbei, dass man es nicht mehr macht. Ne, wenn ich dann ChatGPT nutze und ich brauche 10 Minuten und ich nutze irgendwas, was ich nutzen dürfte und es dauert 20, dann mache ich halt Chat. Ja. Und genau, also das ist schon ein sehr großes Thema und ich glaube, das wird auch sogar noch zunehmen, weil dieses Learning natürlich, also das ist ja so ein Erfolgserlebnis, wenn man so einen Brief auf einmal in 2 Minuten dahin macht und dann macht man sich am besten noch einen Agenten, der das noch viel schneller bauen kann und da muss man es gar nicht, dann macht man nur noch Foto, Foto, Foto und zack, ist es drin. Ne? Und was da dann auch noch dazu kommt, worüber man wenig nachdenkt, ist, dass wir natürlich auch diesen Modellen auf einmal so viele Informationen geben und wir gar nicht wissen, was passiert damit. Und das ist nicht nur ein Problem in der Medizin, das ist ja ein Problem in ganz vielen Unternehmen auch, dass Unternehmenswissen auf einmal in diese KI gefüttert wird und man gar nicht weiß, wo das auf einmal alles rauskommt. Ne? Also da Ja, müssen sich... die ganzen Patientendaten, ne? Wenn du sagst, Genau. 60% der Ärzte machen da schön Fotos von irgendwelchen Patientenakten, also wenn das Ja, tatsächlich so stimmt, Patienten selber auch, ja, Ja. und dann haben wir auf einmal Berge, ne? Und wie gesagt, da kann man den Assistenzärzten nur wünschen, dass die hinterher nicht in juristisches Schlamassel geraten, ne? Wenn die da Fotos von irgendwelchen Patientenakten bei ChatGPT reingeben. Ne? Finde ich aber auch interessant, wo verläuft denn die Grenze, weil ich denke, auf der einen Seite, wenn Chris sagt, sorry, aber in der Diagnostik sind KIs oft schon besser als Ärzte, wenn sie die richtigen Informationen haben, dann würde ich mir wünschen, dass Ärzte das versuchen zu nutzen und dann eben auf eine Art und Weise vollkommen anonymisiert, ohne Patienten dabei preiszugeben. Wäre ja dann völlig in Ordnung, solange man KIs das sind irgendwie richtig schlau, die können dir aus so 3 Arztbriefen, da kannst du also den Namen und das Arztbrief würde ich auf gar Geburtsdatum, keinen Fall ne? Ja. reinpacken, aber so für die reine Diagnostik, Symptome und derartige Dinge. Also genau, erstmal, Entschuldigung für die Unterbrechung, wollte ich nicht. Sag erstmal einfach. Du meinst, so, die KI kann trotzdem aus den Informationen genug rauslesen, um auf personenbezogene Daten Ja. zurückzuschließen. und Ne, Patientendaten. dafür ist die KI einfach zu schlau, weil die einfach zu viele Mhm. Puzzleteile so gut zusammensetzen kann, und dass wir da genau einfach nicht safe sind, was das angeht. Ja. Also müssen Ärzte erst lernen, die KI ausreichend zu verwirren, aber trotzdem gute Ergebnisse zu kriegen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wir sagen der Oder- KI erstmal, mach daraus Donald Ja, Duck genau. und danach. Es ist vielleicht tatsächlich eine Überlegung, eine kleine selbstgehostete KI zu haben, die die Daten so weit anonymisiert, dass es nicht mehr auf einen Patienten zurückführbar ist und es dann ein größeres, besseres Modell mit besserer Diagnostik zu geben. Oder halt einfach in Europa bessere Modelle zu haben, dass wir es hinschicken können, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen. Das wäre Yay, verrückte wo Idee. war die Kamera? Ich bin Fan. Ja, also ich dachte erstmal, vielleicht mal versuchen, was können wir denn mit dem Stand heute schon hinkriegen, aber das sieht ziemlich schlecht aus. Also müssen wir irgendwie was am Stand heute verändern. Was denn? Ja, das ist natürlich das große Thema. Wir sind ja schon voll dabei, ne? Also Mhm. Datenschutz ist natürlich immer das Riesenthema, wenn es um sensible medizinische Daten von Patienten geht. Das ist ja aktuell ein Riesenhindernis, ne? Dann natürlich, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal immer wieder gehabt, das Haftungsthema. Das ist natürlich auch mega relevant. Ne? Wer haftet denn, wenn mal irgendwie was schief geht? Und ich denke, das sind so die beiden Haupthürden, ne, die dem Ganzen im Weg stehen. Mhm. Und einfach der Umgang damit, ne? Also, wir müssen irgendwie lernen, wie gehen wir damit sicher um? Und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, weil es einfach so schnell sich entwickelt, dass also, vor einem Jahr hätten wir ja diese Runde hier gar nicht gehabt, ne? Diese Large Language Modelle haben ja wirklich alles verändert. Jetzt kommen auf einmal diese Agenten dazu, die gibt's ja auch noch nicht so lange. Ja, diese ganzen Dinge, die überschlagen sich so, da irgendwie dran zu bleiben und das auch zu verstehen und da eben dann nicht keine Angst zu bekommen und, ne, das ist ja so menschlich, ne? Wenn ich was nicht mehr überblicken kann, dann ist das
fühlt man sich nicht mehr so richtig wohl, ne? Und ich glaube, das, ist wichtig für uns als Gesellschaft. Das hat ja auch was damit zu tun, was ist mit unseren Kindern, ne? Wie gehen die mit solchen Sachen um? Also, mein Sohn immer das Erste, was der sagt, wenn ich irgendwie sage: „Ja, keine Ahnung“, sagt er: „Frag doch mal Gemini.“ Ja, okay, machen wir, ne? Also, Mama. ja. Und, ja, genau, also wie wollen wir mit solchen Dingen einfach in Zukunft umgehen und da sich auch nicht zu sperren, sondern zu sagen: „Okay, wir können das nicht aufhalten“, weil das ist ja auch die Frage, wir sperren irgendwie Social Media für Kinder oder wir sperren die KI für Kinder. Man kann das Rad nicht zurückdrehen. Also, da werden wir nicht hinkommen, dass wir jetzt irgendwie sagen, wir wollen uns dann mit nicht beschäftigen, wir stellen es ab. Ich glaube tatsächlich, um das Beispiel aufzugreifen, Social Media wurde in Australien für Kinder verboten. Bis zum Alter von 12 oder 14, Ja. glaube ich. Also anscheinend gibt es da schon einiges, was geht. Mhm. Da ist die Halt Frage, ob das funktioniert. Also, da schwer, müsste schwer man zu, jetzt mal schwer fragen, ob einzuschätzen, die ja. das wirklich jetzt nicht mehr benutzen. Aber wann würdest du denn Kindern Zugriff auf KI geben oder weshalb, wenn wir gerade in die Richtung gehen? Super schwierige Frage tatsächlich. Ich finde es halt wichtig, dass man es eben nicht verteufelt, dass man denen beibringt, wie man damit umgeht, dass man denen erklärt, wie funktioniert das, ja, weil genau das, was ich vorhin schon mal so gesagt habe, also eine KI hat keine Moral, auch wenn die nett zu dir ist, die hat sich nicht empathisch, so wie ein Mensch Gedanken gemacht, was könnte jetzt die Folge davon sein, wenn ich diese Dinge sage. Genau, also dass man da einfach eine Sensibilität schafft. Was ist das und wie kann ich das nutzen und wofür kann ich das nutzen und wo dann vielleicht eher nicht? Wie ist das eigentlich bei euch mit Fortbildung? Es gibt ja diese, ne, Ärztezeitschriften und, ne, Publikationen, wo man dann immer liest, natürlich, um up to date zu bleiben. Behandeln die schon so viel die KI-Themen, dass man da irgendwie die neuesten Entwicklungen mitbekommt? Oder gibt es irgendeine Form von öffentlicher Fortbildung oder so, die angeboten wird? Gibt es da irgendwas? Oder ist das wirklich so, alles quasi lastet auf euren Schultern, euch dann quasi selbst zu sagen: „Wir möchten fortschrittlich sein, wir bauen das jetzt in unsere Praxen ein?“ Wie wird da geholfen? Ja, also es gibt sicherlich auch einzelne Artikel, die sich genau mit dem Thema beschäftigen, ne? Aber das sind dann eben Einzelartikel. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass das zum Beispiel fundamentaler oder essentieller Teil des Curriculums des Medizinstudiums wäre. Ne? Das kommt vielleicht irgendwann nochmal. Das ist sowieso sehr, ich sag mal, sehr verschultes Medizinstudium, so könnte man sagen. Ne? Ja. Aber das wäre natürlich perspektivisch ganz wünschenswert. So ähnlich wie es natürlich auch durchaus wünschenswert wäre, ganz andere Themen noch im Medizinstudium abzuhandeln. Ne? Zum Beispiel betriebswirtschaftliche oder juristische Themen und so. Also Dinge, mit denen man als Arzt ja auch zumindest in der Niederlassung ständig konfrontiert ist. Und da wäre natürlich sowas wie KI perspektivisch genauso mit dabei. Ne? Aber Stand jetzt ist das tatsächlich eher stiefmütterlich, würde ich sagen. Also Digitalisierung ist ja sowieso immer ein Riesenthema, ja. Also, wo wir jetzt noch nicht mal KI, sondern wir sind noch viel weiter zurück, jetzt ohne KI, digitales Arbeiten, was wir brauchen, damit wir die Gesundheitsversorgung irgendwie auf Stand halten können, das ist noch nicht angekommen, beziehungsweise viele Kollegen sind da wirklich sehr zurückhaltend. Das kommt jetzt immer mehr, weil man einfach gemerkt hat, dass man es auch ohne gar nicht schaffen kann. Aber, ich glaube, das ist schon einfach ein großes Thema, wo man sich für interessieren muss, neben dem ganzen Kram, sage ich jetzt mal, den man halt sowieso zu tun hat. Aber, was du gesagt hast, diese sind eigentlich eher Einzelthemen, so richtig strukturiert ist das nicht. Und dann ist es auch so, dass man sich dafür interessieren muss und dann auch dahin kommen muss, ne? Und Ärzte sind halt, häufig relativ kritisch, wenn es um Neuerungen geht. Das fängt an bei Praxisverwaltungssystemen. Also ich glaube, wenn Sie als ITler mal rumlaufen und sich angucken, wie die arbeiten, dann sind Sie zurück in C64-Mode und auf einmal denkt man so: „Hä, so was gibt's noch? Wow, darf ich ein Foto machen?“ Nein. Ja, aber ehrlich, also das ist kein Spaß. Da gibt's wirklich verrückte Dinge. Und da fehlt's total viel an Angriffspunkten. Und ich zum Beispiel bin ja ein großer Fan von diesen ganzen Sachen und wir probieren auch immer ganz viel aus. Wenn die Studenten bei uns sind, die sind immer total so: „Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass es sowas schon gibt.“ Und so: „Ja, man kann das machen, ne?“ Es ist natürlich einfach, es kostet Zeit, man muss sich damit beschäftigen. Hinter ist die Entlastung auf jeden Fall da, ne? Das funktioniert auch. Es ist halt aber schon auch einfach sehr anstrengend, muss man sagen. Und die Studenten haben super viel Kontakt zu KI. Habe ich ja gerade erzählt. 90% der Medizinstudenten nutzen Amboss zur Prüfungsvorbereitung. Also die sind da voll drin in diesem Ding. Die sind dann nur
also während des Studiums, was da gelehrt wird, hat nichts mit Digitalisierung und KI zu tun. Zu Hause. Sie lernen das, genau, sie nutzen das privat, dann kommen sie ins Krankenhaus und da ist dann ganz vorbei, weil da fängt man dann wieder mit C64 an. Genau, und das ist halt einfach aktuell gar nicht vorgesehen in unserer Ausbildung. Ne? Und das muss sich definitiv ändern, weil dieses Standhalten, wie soll man das, man kann sich das nicht alleine beibringen. Oder also man kann es schon, aber eigentlich sind wir auch Ärzte manchmal. Manchmal. Manchmal auch ernst. Okay. Wir nähern uns dem Ende der Zeit und hätten noch 10 Minuten für Fragen. Schon mal, dass ihr euch darauf vorbereiten könnt. Gleich gibt es noch Zeit dafür. Ich fange mal an mit einem Fazit mit den Kernthemen, die ich verstanden habe. Also sowohl Kinder als auch Patienten und Ärzte. Das war natürlich nicht nur auf Kinder bezogen. Deine Antwort hat prima zu allem gepasst. Sollten sich bewusster machen, welche Informationen da reingehen und wie man damit umgehen kann. Und dann vor allem berücksichtigen, dass das eine Maschine ist und dass der medizinische Prozess eben auch vorsieht, dass man sich mehr auf den Menschen einstellt, als das momentan mit diesen Möglichkeiten der Fall ist. Wir haben gelernt, dass es in der Diagnostik schon jede Menge gute Möglichkeiten gibt, vor allem in der Bildgebung für Ärzte, für Patienten noch nicht so leicht zugänglich und nicht immer so zuverlässig. Aber als ersten Hinweis hilfreich, für Ärzte aber großartige Möglichkeiten, um zuverlässige, gute Diagnosen zu stellen und die euch mit Haut und Haar unterstützen. Smooth, oder? Wir haben außerdem gelernt, dass Diagnostik trotzdem schon ziemlich gut ist. Bei Bildgebung auf dem Handy noch nicht so, mit Informationen schon sehr gut. Wir haben ein schönes Beispiel gehabt mit einem Hunter-Virus, das aus dem Nichts kam. Und aus der Eifel. Und sehen, dass schon viel geht. Ich würde da gerne noch mal eine kleine Geschichte zu erzählen. Wir haben ähnliche Probleme, aber ich glaube, wir sind etwas entspannter. Wir nennen das die Axt-Schärf-Problem. Ne? Du gehst in den Wald und schlägst Bäume und irgendwann merkst du, die Axt wird stumpf, aber du brauchst ja das Holz. Also schlägst du weiter Bäume und irgendwie dauert es immer länger, weil du ja keine Zeit hast, um die Axt zu schärfen. Und ich glaube, diese Zeit fehlt Ärzten einfach oft. Also wenn man erstmal versucht, seine gesamte Praxis umzustellen von Zettelwirtschaft, was ich bei meiner Hausärztin zum Beispiel wahrnehme, mit danach dann, okay, dann kommt doch irgendwie ein System dahinter und dann funktioniert das. Aber alles, was Patientenakte ist, ist eine Patientenakte und liegt dann auf dem Tisch und dann geht die in den Aktenschrank. Und ich glaube, von da wegzukommen hin zu, es ist voll automatisiert, ich habe irgendwie automatische Transkription in den Gesprächen und hinterher wird der Ärztebrief automatisch erstellt daraus. Ich vermute, dass das total schwierig ist und dass euch da die Wirtschaft helfen könnte mit Systemen, die euch gut und sicher unterstützen. Zweifellos. Also ran an die Arbeit, ne? Habt ihr noch Kernaussagen, die ihr noch dranhängen wollt? Das ist euch das Wichtigste, was ihr heute loswerden wollt oder auch den Leuten mitgeben wollt? Also ich finde, noch mal einmal zu betonen, dass es halt nicht nur um Tools geht, sondern gerade bei solchen, also wenn wir ja jetzt schon über die Strukturen reden, ist Change Management eigentlich das Wichtigste und Prozessmanagement. Ja? Also ich kann jetzt sagen, oh, ab morgen will ich digital werden und dann schmeiße ich alles um, weil ihr irgendwas Cooles gebaut habt, was ich jetzt gar nicht weiß, ob das zu meinen Prozessen passt. Ne? Deswegen finde ich immer wichtig zu sagen, okay, ich muss natürlich erstmal gucken, was mache ich und was will ich besser machen oder was kostet mir viel Zeit und dann langsam da anzufangen und zu gucken, das will ich verändern. Das ist wichtig, ne? Weil KI, das ist auch eine große Frustration bei Kollegen, die denken sich so, jetzt kaufe ich das und danach ist alles schick. Gut, ne, der Prozess dahinter muss natürlich auch stimmen. Der Weg vom Papier bis zur Volldigitalisierung ist, glaube ich, hat ein paar mehr Schritte dazwischen. Aber da braucht man einfach ein bisschen langen Atem und halt das Wissen, okay, dann irgendwann wird's gut. Und es geht schon viel. Es geht schon Das ist viel. ja auch schon eine gute Erkenntnis. Definitiv. Und dir, Richard, letzte. Ja, also ich bin ja ganz gespannt darauf, was ihr mir für eine coole Lösung für meine Praxis baut. Ne? Und also im Prinzip schließe ich mich an. Ne? Es ist viel schon bereits also auch in der täglichen Nutzung, das wirklich super funktioniert. Ne? Und es könnte noch viel, viel mehr gehen, wenn eben die gerade genannten Hürden dann überwunden werden. Die sind natürlich manchmal auch gar nicht so leicht, jetzt alleine nur aus der Ärzteschaft heraus zu lösen. Auch vielleicht nicht so einfach nur auf Programmierebene. Da braucht es dann vielleicht auch ein paar Anpassungen auf Gesetzgeberlevel, ne, sicherlich. Haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Und das sind natürlich auch Prozesse, die so ein paar Tage in Anspruch nehmen manchmal und manchmal gar nicht so einfach sind. Aber wenn die Hürden genommen werden, dann kann KI definitiv in der Medizin ganz viel Entlastung bringen. Ne?
Auf jeden Fall. Hast du noch was du ergänzen willst zum Abschluss? Natürlich. Wenn ihr ChatGPT nutzt, um euch selbst zu diagnostizieren, dann seid bitte so lieb und geht in die Einstellungen und klickt an, meine Daten nicht zum Training verwenden. Das wird schon mal ein bisschen was helfen. Darüber hinaus muss man natürlich trotzdem noch Vertrauen haben oder am besten irgendwie deutsche oder europäische Provider nutzen und so, wenn die Daten in diesem Rahmen bleiben sollen. Aber scheinbar gibt's einen Grund, es trotzdem zu tun. Ne? Es ist keine Abneigung da. Das heißt aber nicht, dass man sich darauf verlassen sollte, immer noch zum Arzt gehen und nochmal gerne gegenprüfen lassen. Die können das noch besser. Und wir haben auf jeden Fall eine Publikumsfrage schon mal. Die greift quasi an den Anfang nochmal an, greift Fragen auch vom Anfang nochmal auf. Wird KI Ärzte in Zukunft ersetzen, eurer Einschätzung nach? Oder vielleicht mal andersrum, wann? Auf keinen Fall. Ich bin mir sicher, dass das nicht passieren wird, weil KI eben, was ich gerade gesagt habe, einfach ein Roboter ist und kein Mensch. Und das macht ja den Menschen aus, dass er mit einem anderen Menschen interagiert und das wird die KI in der Form nicht können. Und natürlich wird sich das ändern und ich glaube, es wird sich auch vieles ändern. Du hast es gerade angesprochen mit den Radiologen. Ja. Ne? Ich glaube, die Berufsbilder werden sich einfach verändern und das, was wir tun, wird sich ändern. Aber den Arzt ersetzen als Ansprechpartner, das glaube ich nicht. Da habe ich auch gar keine Angst vor. Also vielleicht partiell, ne? Also das ist ja das, was du gerade sagtest. Also den Arzt als Ansprechpartner für den Patienten wird es natürlich nicht ersetzen, aber zum Beispiel so als, ich sag mal, Diagnostikmaschine, ne? Am Ende des Tages ist er vielleicht jemand, der jetzt als Radiologe wirklich nur diagnostisch tätig ist und sich eben digitale Bilder anschaut und das dann eben in die Stenorette reindiktiert. Was haben wir denn da jetzt für einen Befund? Das könnte theoretisch natürlich dann schon, also alleine diese so ein bisschen monodimensionale ärztliche Leistung, die könnte natürlich schon irgendwann vielleicht auch eigenständig durch eine KI ersetzt werden. Das sicherlich schon, aber das hat ja nichts mit der unmittelbaren Interaktion zu tun, ne? Mit der Arzt-Patienten-Beziehung, die natürlich nicht so ohne weiteres durch eine Maschine ersetzt werden kann. Ich stelle mir für die Zukunft so Telefonzellen vor, wo man einfach reingeht, wo schon gewisse Messinstrumente drin sind, Blutanalysen und so. Ein KI-Chatbot, mit dem man dann direkt sprechen kann und dann direkt Blut abgenommen bekommt. Also solche Lösungen gibt es tatsächlich. Die werden auch gerade ausprobiert, weil wir hier einfach ein großes Versorgungsproblem haben. Jetzt nicht in Dortmund und auch nicht in den großen Städten, aber auf dem Land ist das wirklich problematisch tatsächlich. Ne? Und da gibt es tatsächlich so Kabinen, die alle möglichen Vitalwerte aufnehmen, ne? Die dann telemedizinisch arbeiten und finde ich eigentlich auch eine gute Sache natürlich. Aber auch da am Ende will dieser Patient natürlich nicht nur in dieser Kabine sitzen, sondern hinterher möchte er schon dann auch mit jemandem reden. Ne? Also dann vielleicht nur auf dem Computer, also so, aber doch, das ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Spannend. Ja? Also ich tue mich noch ein bisschen schwer mit der Aussage, diese absoluten Aussagen von wegen KI kann niemals irgendwie Emotionen haben oder wahrnehmen oder empathisch sein und so. Das ist halt irgendwie so ein, ja, ich finde, es ist noch ein bisschen zu früh, um diese Aussage absolut treffen zu können, weil wir sind ja auch letztendlich nur Neuronen und Elektronen, was weiß ich was. Aber die Modelle, die es jetzt gibt und die jetzt so arbeiten, die haben ja, also das ist ja einfach die Logik von den Large Language Modellen sind immer wieder, also die haben riesige Datenbanken und die greifen ja quasi auf wiederkehrende Prozesse hin. Das ist ja kein, also Trotzdem, das ist ja kein Gefühl. nichtsdestotrotz hat man halt dieselben, also Aktivierungen von Emotionsvektoren quasi in diesen Modellen festgestellt, wenn die in einer Situation waren, wo diese Emotion angemessen war. Also es ist so, dass sich das natürlich quasi entwickelt hat, basierend auf den Trainingsdaten. Okay. Also es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Das wollte ich nur mal Man kann den Appell- Emotionen auch lernen, theoretisch, ne? Das ist schon so. Vielleicht habt ihr bald neue Patienten. Es gab mal so einen Film, da wollte doch dann die KI irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie hieß mit Ex Mel Machina Gibson, oder glaube ich. sowas? Ja, das ist schon super lange her. Also der ist schon richtig alt. Ich muss mal nachgucken, sage ich mal. Sag gerne nochmal Bescheid. Wir haben noch Zeit für eine Frage, wenn ihr noch was habt. Das scheint gerade nicht der Fall zu sein. Dann bleibt mir nur, mich bei euch zu bedanken für die spannende Diskussion und den Einblick in euren Praxisalltag. Ich hoffe natürlich, dass wir demnächst in der Lage sind, euch noch besser zu unterstützen. Und ihr könnt vielleicht noch mal ganz kurz sagen, für die Leute, die gerade zuschauen und finden, ach, klingt nach einer Praxis, wo ich auf jeden Fall mal vorbeischauen sollte, wo findet man euch? Mich findet man mitten in Dortmund, Praxis im Kaiserviertel.
gerne vorbeikommen. Ja, ich bin genauso mittendrin. Also es ist auch Dortmund Mitte, direkt an der B1. Praxis Haut und Haar findet man auch im Web, hautundhaar.de. Und wenn ihr Itemus sucht, uns findet ihr über unsere Website. Ihr habt ja auch hierher gefunden. Und unsere nächsten Events findet ihr auch auf unserer Website und immer natürlich auf LinkedIn. Zum Beispiel geht es in einem Monat ungefähr um KI in der Politik, wo wir dann vielleicht auch mal anbringen, dass da ein bisschen was im Gesundheitswesen angemessen wäre und vielleicht ein bisschen KI zu nutzen, um die Politik etwas zu beschleunigen, damit das ein bisschen schneller geht. Ins Detail schauen wir dann. Erstmal vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank natürlich auch an dich, Chris. Ich vergesse dich immer, weil du immer da bist. Auch keinen Dank. Doch, Hier kriegst zu du sein war aber. Dank genug. Oh. Also voll schön mit euch. Es war mir ein großes Vergnügen und ich hoffe, ihr hattet auch einen guten Tag mit uns und wünsche euch ein schönes Wochenende und ein bisschen Eis dabei.